Fahrzeugkonzepte und auch Fahrzeugformen sind immer Kinder ihrer jeweiligen Epoche und von der jeweiligen Zeit. Technologien spielen eine Rolle, die einfach die Möglichkeiten ändern. Randbedingungen spielen eine Rolle, wie zum Beispiel Energieknappheit, was zu stärkerer Betonung von Aerodynamik führt und natürlich insbesondere im Styling, wie ein Produkt designt ist, was einfach in die moderne Formensprache von der Epoche passt. Nachhaltigkeit ist in der Automobilwelt die führende Größe. Wir müssen eigentlich gesamtheitlich die Entwicklung der Mobilität betrachten, von der Ressourcenschonung über Produktion, die Nutzphase, Recycling, das komplette Lebenszyklus müsste eigentlich jede Entwicklung in der Automobilwelt führen und dafür stehen wir als FKFS. Wir sind Ingenieursdienstleister mit der Brückenfunktion, Innovationen auf die Straße zu bringen. Da sind wir sehr stolz, dass wir über unsere 3 Bereiche, alle Bereiche des Fahrzeugs, von der Kraftfahrzeugtechnik, Antriebe bis zur Elektronik, Software, KI, alle Themen, alle Hot Topics am FKFS bearbeiten. Wir sind in der Tat was Besonderes, weil wir als FKFS einerseits eine Stiftung sind, agieren aber als ein Dienstleister im Bereich R&D international. Auf der anderen Seite kooperieren wir sehr eng mit der Universität und kriegen damit ein völlig anderes Netzwerk. Beides befruchtet sich gegenseitig und das führt wirklich zu einer Situation, wo wir sehr weit vorne in unseren Technologien uns darstellen können. Wir haben verschiedene Kunden am FKFS. Zum einen natürlich den Kreis der OEMs, zum anderen die Zulieferindustrie, Tier 1, Tier 2, auch viele mittelständische Unternehmen. Was uns sehr freut und worauf wir auch Wert legen, dass wir sehr viele langjährige Kundenbeziehungen haben, die sich über viele Jahre als eine wirklich tolle Partnerschaft etabliert haben. Unser Ziel ist es, an der Spitze der technologischen Entwicklung zu sein und da hilft uns in der Tat diese Kooperation FKFS-Universität. Mit viel Kontakt zur Automobilindustrie wissen wir sehr genau, wo dort die Probleme sind. Seitens Universität übers wissenschaftliche Netzwerk sind wir in der Lage, uns permanent zu verbessern und haben auch die Möglichkeit, junge, kreative Leute zu uns ins Unternehmen zu bringen. Meine Liebe sind die Antriebssysteme und da müssen wir es gesamtheitlich nachhaltig betrachten. Da habe ich aus der Nachhaltigkeitssicht 2 Schwerpunkte, die Elektrifizierung und die Defossilisierung. Bei der Elektrifizierung schaue ich mir alle Themen an von batterieelektrischen Fahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeuge, Hybridisierung, parallel seriell Hybride, alles was elektrifiziert wird, um den Wirkungsgrad am Antrieb zu verbessern. Auf der anderen Seite Defossilisierung, ganz, ganz wichtig, um Batterien CO2-neutral zu gestalten, Wasserstoff, E-Fuel, synthetische Kraftstoffe. Alles, was wir brauchen, um erneuerbare Energie in der Mobilität einsetzen zu können. Wir beschäftigen uns mit Systemen, die aus mechanischen, elektronischen und softwaretechnischen Teilsystemen bestehen. Anwendungen sind automatisiertes Fahren und die Vernetzung des Fahrzeugs. Bei der Fahrzeugmechatronik am FKFS stehen die Erfassung der Umwelt, Straße, Landschaft und die anderen Verkehrsteilnehmer, der Fahrer und die Insassen, aber auch die Wegfindung im Mittelpunkt. Das betrifft die Entwicklung der Systeme, aber vor allem den Test der Systeme. Wichtig ist, dass die Daten aus Testfahrzeugen, aus Entwicklungsfahrzeugen möglichst schnell auf den Schreibtisch der Entwickler kommen. Das geht hier über Erfassungssysteme, die die Daten über die Luftschnittstelle, over the air, über die Cloud zur Verfügung stellen. Aus dem FKFS heraus wurde ein Start-up gegründet, das entsprechende Produkte entwickelt hat und verkauft. Das FKFS verfügt über einzigartige Prüfstände im Bereich der Fahrzeugtechnik, um Ihnen ein paar Beispiele zu nennen. Eine Windkanalanlage, die weltweit zu einer der modernsten zählt. Gesamtfahrzeugprüfstände, einer davon ist unser sogenannter Handling Roadway Prüfstand. Es war der erste seiner Art, der hier bei uns im Haus entstand. Wir haben Windkanäle für Verschmutzung, was eine Alleinstellung ist in einem sehr großen Bereich. Und das Allerneueste ist die Eröffnung unseres neuen Klimazentrums in Filderstadt als neuer Standort. Das werden wir schrittweise ausbauen zu unserem Zentrum für Klimakomfort und für Thermomanagement.
Der Verbrauch eines Fahrzeugs ist natürlich genauso wie andere Themen sehr im Fokus, was wir hier am FKFS tun. Und optimieren lässt sich der über verschiedenste Fachdisziplinen, Aerodynamik, Rollwiderstand, Powertrain insgesamt, Wirkungsgrad. Da kommen viele, viele Dinge zusammen und das ist auch eine der Stärken des FKFS, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Disziplinen. Die virtuelle Entwicklung ist bei uns ein sehr wichtiges Werkzeug, eine sehr interessante Dienstleistung für unsere Kunden. Wir können da von physikalischen Modellen, 0D, 1D, 3D-Modelle, sehr komplexe Geometrien nachbilden, mit KI-Methoden, Data Science-Methoden, das noch boosten in der Geschwindigkeit auf 100- oder 1000-fach. Und da halt die Effizienz in der Entwicklung, in der Dienstleistung deutlich verbessern. Das FKFS ist eine Brücke, die die hehre Wissenschaft und die Automobilindustrie miteinander verbindet. Das FKFS, wir sind Experten für das Auto der Zukunft. Wir sind gut vernetzt und wir lösen Probleme.